Hallo meine Lieben, in diesem Video nehmen Marina und ich euch mit zu den Wasserfällen Agua Azul und Misolja in Chiapas, Mexiko. Viel Spaß dabei! Wir waren in San Cristóbal de las Casas in Chiapas, oben in den Bergen auf 2200 Metern Höhe, und nun wollen wir runterfahren nach Palenque. Palenque ist circa auf 100 Meter über dem Meeresspiegel. Um dort anzukommen und ein Maximum vom Tag zu haben, haben wir eine Tour gebucht mit einer Touri-Agentur, die uns sehr, sehr früh am Morgen um 4 abgeholt hat mit einem kleinen Bus und anderen Touristen, die noch dabei waren. Ich nehme dich mit auf dieser wunderschönen Fahrt runter von den mexikanischen Bergen Richtung Urwald in Palenque. Die Landschaft hier ist wirklich traumhaft schön, und da vor nicht so langer Zeit Wahlen in Mexiko waren, sieht man an sehr vielen Stellen den Namen der neuen Präsidentin namens Claudia Sheinbaum und ihrer Partei Morena. Ich möchte erwähnen, dass Mexiko das erste Land Nordamerikas ist, das eine Präsidentin gewählt hat. Das heißt, eine Frau an der Spitze ihres Landes hat, und das finde ich super. Wir haben es gleich nach Agua Azul geschafft, ohne Kurvenschwindel, zu den wunderschönen Wasserfällen. Die Fahrt von San Cristóbal de las Casas in Chiapas zu den Wasserfällen Agua Azul hat circa 5 Stunden gedauert. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, sehr doll auf eine angenehme Abkühlung. Mit unserem Tourbus sind wir am Fuß von Agua Azul angekommen. Agua Azul bedeutet einfach nur blaues Wasser. Das Wasser färbt sich blau aufgrund der Salze, die in diesem Wasser vorkommen. Ein Besuch der Wasserfälle Agua Azul empfiehlt sich vor allem in den Wintermonaten sowie im Frühling, da in diesen Jahreszeiten der Wasserspiegel nicht so hoch ist und dadurch gebadet werden kann an manchen Stellen. Das Wasser für Agua Azul kommt von den Flüssen Otolun, Shumalja und Tulija. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es handelt sich nämlich ganz sicher um indigene Sprachen. Man kommt also circa am Fuß der Wasserfälle Agua Azul an und läuft dann ein paar Minuten. Links von den Wasserfällen verläuft ein schöner Weg. Auf dieser Seite befinden sich auch einige Stände, wo man Kunstgegenstände kaufen kann, Kunsthandwerk aus der Region, Textilkunst, und es gibt auch Essensstände sowie auch frische Kokosnüsse, falls jemand Lust hat, Kokoswasser zu trinken. Und man kann nicht an allen Stellen baden, nur an ausgewiesenen Stellen. Es ist wirklich traumhaft schön. Wir sind zu einer sehr, sehr guten Periode gekommen. Wir haben perfektes Wetter erwischt, und schaut euch nur diese prachtvollen Wasserfälle an. Entschuldigt meinen Finger im Bild, aber ja, es war wirklich sehr beeindruckend, und auch die Geräuschkulisse ist traumhaft schön. Die Kraft des Wassers ist wirklich beeindruckend, sowie auch die Vegetation, die Flora und Fauna sind atemberaubend. In dieser Region gibt es auch sehr viele endemische Tiere, das heißt zum Beispiel Vögel, aber ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, deswegen werde ich jetzt nicht so tun, als ob. Genießt einfach nur diese prachtvollen Wasserfälle. Die Kamera kann gar nicht die Stärke und die Größe erfassen, finde ich. Und man läuft also links entlang an den Wasserfällen den Berg hoch. Es gibt Stufen, und der Fußweg ist perfekt hergerichtet, sodass man die Wasserfälle genießen kann und angenehm hochlaufen kann. Marina und ich haben sogar einen schönen Regenbogen geschenkt bekommen. Ich hoffe, ihr konntet den erblicken zwischen den Blättern und dem Wasser. Und weiter geht's die Stufen nach oben. Es gibt also einige Stufen an Wasserfällen, sehr, sehr viele Wasserfälle. Ich weiß gar nicht, ob die jemand gezählt hat. Ich habe keine Zahl gefunden, für wie viele es gibt, aber auf jeden Fall kann man an mehreren Stellen stehen bleiben und die Wasserfälle bestaunen und auf sich wirken lassen. Ich finde es wirklich atemberaubend,
Auf keinen Fall dürft ihr die Wasserfälle von Agua Azul verpassen, wenn ihr eine Reise nach Mexiko macht und vor allem in die Region Chiapas und Palenque, die so viel Schönes zu bieten hat. An einem der Stände für Kunsthandwerk habe ich zum Beispiel diese wunderschönen handgeschnitzten Masken aus Holz gesehen. Ich finde sie wirklich super beeindruckend. Sie sind auch ziemlich groß, deswegen konnte ich mir jetzt leider keine kaufen. Dafür bräuchte man einen großen Koffer. Aber auf jeden Fall gibt es auch sehr viele schöne Souvenirs, die man mitnehmen kann von Agua Azul. Und vor allem auch die schönen Erinnerungen an diesen Ausblick auf das Wasser und die verschiedenen Becken, die da entstehen. Unten in den Becken kann man nicht baden, deswegen muss man hochklettern, den Berg, beziehungsweise hochsteigen. Es ist wirklich einfach hochzusteigen, dafür braucht man keine besonderen Fähigkeiten, einfach nur gutes Schuhwerk reicht schon, um da hoch zu laufen und in einem der Becken weiter oben zu baden, wo wir jetzt auch gleich ankommen. Es empfiehlt sich also etwas weniger zur Regenzeit zu kommen, denn in der Regenzeit regnet es natürlich viel und da kann es sein, dass man kein blaues Wasser sieht, sondern das Wasser eher eine bräunliche Farbe erhält und auch über die Becken darüber läuft. Deswegen nehme ich an, ist es an den Seiten von den Wasserfällen die Erde auch nicht ganz so fest und trocken, sondern eher etwas feucht. Und ja, die beste Zeit, um zu kommen, ist also der Winter. Wir sind jetzt im November hier gewesen und waren auch kurz vor der Hochsaison da, was ideal war, denn dadurch war es auch nicht so voll. Es gab nicht so viele Touristen. Wir hatten die Wasserfälle fast für uns alleine. Schaut gerne mein Video zu den Wasserfällen Roberto Barrios. Da waren wir wirklich so gut wie alleine. Die sind nämlich auch traumhaft schön und weniger bekannt als Agua Azul. Und nun haben wir es auch geschafft, nach oben zu dem Wasserbecken, wo man baden darf und ziemlich leicht einsteigen kann. Viel Spaß! Chiapas, Palenque. Michelado, Chelada. Ich bin eine kleine Wasserratte und konnte es mir auf keinen Fall entgehen lassen, ins Wasser zu gehen. Es war angenehm, erfrischend, auf keinen Fall zu kalt, wirklich perfekt im Vergleich zu der Außentemperatur und ich habe es super doll genossen. Ich wollte am liebsten nicht mehr weg. Das Wasser ist wirklich nicht sehr tief, man kann sehr einfach reinsteigen und an den meisten Stellen kann man auch stehen. Außer man möchte ein bisschen weiter rausschwimmen, dann kann es schon sein, dass man nicht mehr stehen kann. Aber es gibt immer wieder so Felsen, auf die man sich setzen kann oder auf denen man laufen kann. Wenn man etwas weiter rausschwimmt, dann bekommt man aber die Strömung zu spüren. Deswegen habe ich das Handy nicht ganz weit ins Wasser mitgenommen, sondern nur da, wo ich stehen konnte. Ich wollte es natürlich ungern verlieren, sondern lieber weiterhin Fotos für euch machen und Videos. Ich habe es auf jeden Fall super doll genossen. Marina hat ihre Füße abgekühlt und ja, ich habe einfach Planschi-Plansch gemacht und Spaß gehabt in diesem traumhaft schönen Wasser mit dieser traumhaft schönen Umgebung, den Bäumen und den Bergen, die man erblicken kann. Marina sagt Hallo und sie hat auch netterweise die Kamera für mich in die Hände genommen und auch ein bisschen gefilmt, als ich etwas weiter rausgeschwommen bin. Wie ihr seht, sitzen da hinten 3 Personen auf einem Felsen, ganz bequem. Da, wo die Strömung etwas stärker ist, kann man sich auch also auf einen Felsen setzen und einfach nur die Sonne genießen und das angenehme Wasser. Falls ihr doch etwas Bammel haben solltet vor der Strömung, ist es auch möglich, eine Schwimmweste auszuleihen. Am Rand von den Wasserfällen gibt es nette Aufpasser, die einem Schwimmwesten anbieten und damit kann man sich auch im Wasser ein bisschen gehen lassen. Es gibt auf jeden Fall einige Stellen, an denen man ins Wasser rein und wieder raussteigen kann. Deswegen ist es wirklich ein sicherer Ort zum Baden. Es ist also perfekt möglich, sich ein bisschen treiben zu lassen und Spaß zu haben, auch wenn es gerade so aussieht, als ob ich mich ein bisschen anstrengen müsste, um durch die Strömungen zu kommen und wieder zurück ans Ufer zu kommen. Aber wie ihr seht, stehen da auch ein paar Leute rum, da wo es nicht so tief ist und unterhalten sich einfach und lassen es sich gut gehen.
Nach einer kurzen Weiterfahrt sind wir bei unserem nächsten Programmpunkt für heute angekommen und das ist der Wasserfall Misolha. Misolha ist ein Wasserfall auch in Chiapas. Dieser Wasserfall ist ungefähr 30 Meter hoch und fließt über große Kalkfelsen in diesen schönen Becken, in dem man auch baden darf, wenn man möchte. Wir hatten aber noch Hunger und deswegen haben wir in dem einzigen Restaurant, was bei diesem Wasserfall ist, dann noch gegessen und dann nicht mehr die Zeit genommen, da zu baden. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Misolha kommt von der indigenen Sprache Chol. Es bedeutet so viel wie das Wasser, das kehrt. Ha bedeutet Wasser und Misol heißt die Palme, die man verwendet, um Besen zum Kehren herzustellen. Das heißt, wörtlich übersetzt könnte man sagen, Misolha bedeutet das kehrende Wasser auf Chol, eine indigene Sprache Mexikos. Misolha ist auch berühmt, weil hier ein Film mit Arnold Schwarzenegger gedreht wurde, nämlich Predator, sowie auch einer der Avatar-Filme, der hier seine Kulisse gefunden hat. Es ist auch möglich, hinter die Wasserfälle zu laufen. Über eine Treppe, die hier hergerichtet ist, kann man hinter die Wasserfälle laufen bis zu einer Höhle auf der anderen Seite. Soweit bin ich gar nicht gekommen, denn ich wollte nicht nochmal heute ganz nass werden, weil man kriegt schon sehr viel Tropfen ab, wenn man hinter den Wasserfall läuft. Wie ihr seht, es ist ja eine ganz schön nasse Angelegenheit, aber super aufregend und vor allem sehr, sehr, sehr schön. Cascada de Misolha y en Chiapas, México. Con Carito y Marina. Sí, la Marinche. Danke, dass du mein Video geschaut hast. Hinterlass mir doch gerne den Hashtag Wasserfälle in den Kommentaren und schau gerne alle meine anderen Videos über Mexiko und natürlich übers Stricken und Handarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao!